Der? Kennt den Mann nicht. Warum haben wir hier dieses Laberzeichen? Gut, und wo ist jetzt der Santo? Ah, der ist nach Hause gegangen, ne? Okay. What a bunch of losers. Gehen wir dann jetzt hin? Was machen wir? Gehen wir mal raus, oder? Vielleicht? Die sind doch besoffen. Die sind ja richtig besoffen. Ja, wer stand in der Ecke? Ah. Wir sollen also dann zum Inspektor direkt gehen, ne? Oder? Dafür brauchen wir das. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it Degenerates, to ich the hasse table. dieses Wort. Ich hasse dieses Wort wirklich, ne? Ich hasse es mega. Gott, okay, ich google ihn. Okay. Witzigerweise muss ich dabei aber an die Tracksuit Gang denken. Einmal von The Gentleman, dem Film, und einmal jetzt von der Serie Hawkeye. Aber ich verstehe dein Point taken. Ich ziehe mir was anderes an. Es wird sowieso mal wieder Zeit, finde ich. Matrose? Der Eisverkäufer ist schon, der ist schon sehr schick, ne? Westen sind echt cool. Ich meine, das sieht leider so gammelig aus. Es wäre irgendwie cooler, wenn es ein schicker wäre. Ich meine wieder den Eisverkäufer. All the keys of the mansion on one golden ring. Ja, dann nimm die doch mit. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Ja, ne? Oh, das ist das vom Werner, oder? An emergency kit for boredom. Mhm. Dieser Brief befindet sich im Beweismittelbehälter von Werner Vogel. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie können Ihre Verbitterung einfach nicht in Zaum halten. Zumindest nicht in meiner Nähe. Für mich ist es ein viel zu großes Risiko geworden, solch ein Verhalten einfach hinzunehmen. Es geht niemanden etwas an, mit wem ich rede, spiele und zusammen bin. Da hat sich niemand einzumischen. Lasse mir nicht alles gefallen wie Matista. Sie bezahlen mich, aber deswegen bin ich noch lange nicht Ihr Eigentum. Natürlich werde ich Ihre großzügigen Geschenke behalten, auch wenn Sie Ihren letzten fürchterlichen Ausbruch nicht ungeschehen machen können. Ich verlasse Sie, Matista wird aber bleiben. Fabio. Aber der ging doch, ich glaube nicht, dass der an Werner ging, ehrlich gesagt. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Ich glaube, der Brief ging nicht an Werner. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Ew. Ew. Um den Fingernägel. Warum? Leute, lasst es doch bitte. Bitte, nicht. Her key to the altar room. Oh. Half love. That's not for bedtime reading. This Ex Libris belongs to Manchios Library. Bei der Festnahme von Matista fand die Polizei dieses okkulte Buch in ihrer Tasche. Dem Ex Libris zufolge stammt das Buch aus Mr. Manchios Bibliothek. Es beinhaltet Illustrationen und Beschreibungen eines Rituals, das dem Ritual auf Mr. Manchios Anwesen ähnelt.
Bereite den nackten Körper der kürzlich verstorbenen Person vor. Male Symbole der Planeten Mars und Venus auf, um die Kraft, die du besitzt, zu verstärken und um dir die Kraft der männlichen und weiblichen Natur zunutze zu machen. Durchbohre das Herz der Person mit einem goldenen Dolch, um das Blut entweichen zu lassen, das dich nicht liebt. Male ein Symbol auf, das deine Liebe repräsentiert. Sage, während du auf die Wiederbelebung wartest, die Zauberformel auf. Sie hat zwar das Buch mitgenommen, aber 100% hat der Manchos das ja auch gelesen. Und wahrscheinlich hatte er, ich meine, er stand ja auf Fabio, und er wollte ihn anscheinend zurückholen. Ich kann es einfach nicht glauben. Und wollte, dass er sich in ihn verliebt und... Wow. Okay. Und dann hat er anscheinend gepanikt, weil er nicht The zurückgekommen book ist. describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Thank you, officer. Gut. Ach, er hat die Leiche zuerst entdeckt. Ich dachte, der Werner. Ah, okay. Ich sollte Constable... Okay, das machen wir gleich mal. Dann haben wir den Brief. So, Placido. So, im Archiv. Wo ist denn das Archiv? Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a... The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Willkommen im Chat. Hä? Okay, Verrauchung 7. Geht es echt nur darum, Leute zu verhören, ne? I can't follow you here. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Okay, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich nicht seiner. Gut. Versuchen wir erstmal. I recognize the key from the altar room among these. Eine kurze Notiz, die dem Testament beigefügt wurde, lautet: Santos, mein närrischer Faulpelz. Du hast mich angefleht, dich in meinem Testament zu berücksichtigen. Das habe ich hiermit getan. Anbei die aktuelle Fassung meines Testaments gehört ein Auszug aus dem Testament. Santos Pinchetti, Haushofmeister des Manchos-Anwesens, erhält ein Glas Bartwichse und eine Salzlampe, damit er sich stets an seinen fürsorglichen Arbeitgeber Kurt Manchos erinnert. Vielleicht hat er den auch gekillt, weil er so angepisst von seinem Chef war. Lol. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional.
But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Nee, eher darüber, dass er meinte, ja, ich beachte dich jetzt in meinem Testament, du bekommst jetzt Zahnpasta. Weißt du, so, es ist einfach dumm gewesen. Ne? War also eher arm. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer auf seinen Arbeitgeber. Ganz ehrlich. Er sich wahrscheinlich mehr erhofft hat. Er hat so viel für ihn gemacht. Ah, okay, er hat aber die Leiche gefunden, ne? Das ergibt also Sinn. Santos Pinchetti ist der oberste Diener auf dem Manchos Anwesen. Obwohl er die höchste Position unter den Bediensteten im Haushalt innehat, scheint er arm zu sein. Sein Körper zeigt Anzeichen von Schuppenflechte. Mr. Pinchetti verbirgt seine kranke Haut unter Schminke. Der Anzug des Haushofmeisters weist mehrere Löcher auf, die geflickt oder genäht wurden, damit der Anzug neuer wirkt. Hat Mr. Pinchetti ihn gefärbt. Er scheint zwar über ausreichend Geld für das alltägliche Leben zu verfügen, gibt aber so wenig wie möglich davon aus. Unreinheiten seines Körpers kaschiert er mit Schminke. Für ein zeitgemäßes Äußeres hat Mr. Pinchetti seinen Anzug mehrfach neu gefärbt. Um noch mehr Geld sparen zu können, hat er mehrere Löcher selbst geflickt. Nee, ich glaube, der ist arm. Ich meine, guck mal, wenn der so ein Arsch ist in seinem Testament, dann wird er dem auch nicht viel zahlen. Der Blick sagt alles. You are the majordomo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide, under heavy makeup, a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you Reiche. could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric? And Matista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Klar, weil er voll auf ihn stand. Gut, fangen wir mal bei ihm I an. can't help you. Don't expect me to know anything about it. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status Sherlock. of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? Weil er My ein Arsch mother, ist? my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Er könnte ihn auch gekillt haben. Aber... Der Onkel seiner Hingabe das Haus man nicht zurück weiß, ja. Also er könnte ihn auch gekillt haben aus Frust, dass der Fabio so viel bekommt.
dass er sich vielleicht auch rächen will, ne? Weil er weiß, hey, die haben was am Laufen. Ich nehme ihn mal jemanden weg, der ihm viel bedeutet. Aber ich hoffe eher, dass es der Manchos war und nicht er, weil das ist dann bei ihm einfach nur traurig. Santos, Pinchettis Aussage und der Inhalt des Briefs deuten darauf hin, dass der Brief für Kurt Manchos bestimmt war. Aha. Santon Pinchetti übersah den Blutfleck seitlich auf seinem Schuh, als er sich nach dem Mord wusch. Santon Pinchetti arbeitet unter miserablen Bedingungen für Mr. Manchos, weil er hoffte zu erben, vergeblich. Ich dachte, das passt zusammen. Ja, der Blut, als er sich nach Mord dann trat, womöglich versehentlich in ein Blutlache, als er ihn tot. Ja. Ich glaube, das ist es eher. Passen alle noch nicht zueinander. Gut. Der sich in Vogels Tasche befand, könnte für Kurt Manchos bestimmt gewesen sein. Außerdem teure Geschenke, Briefe wie farbige Geschenke, die das ausgeht für aufbrausendes Temperament. Mythenbrief. Okay, na dann fragen wir doch nochmal den. Kann ich beide fragen, oder? I can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Man. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Ganz genau, naja. Okay. Der Vogel hält es für möglich, dass der Brief an Mr. Manchos gerichtet war. Wo ist jetzt Mr. Manchos? Hier ist der Typ, der tut mir echt leid, ne? Das ist sie, das ist er. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. Ja, ich glaube, dass er das auch glaubt, aber vielleicht war er in der Situation, hat er so gepanikt, dass er sich dachte, shit, vielleicht funktioniert das Ritual. Dass er sich einfach an diese Hoffnung geklammert hat, dass es doch funktioniert, auch wenn er halt eigentlich ein pragmatischer Typ ist und es nicht glaubt. That's not something I know much about. I've no idea about that. I've no idea about that. You'd better ask someone else. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you?
He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. A little, huh? Wir können auch mal mit ihr reden. Wir können noch mal kurz mit ihr reden. This book, The Power of Love, Blood, and Mandrake, what do you hope to achieve? Mandrake. To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. I've nothing to add. Could Fabio have written this letter to Kurt Manch? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But No, Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Oh. Schwierig. Haben wir die Community-Herausforderung fertig? Ah ne, 66%. Okay. Schwierig, oder? Schwierig. Okay. Ja, weiße Magie auf Fabio angewendet. Ich habe die Anwendung weißer Magie zu, mit der sie Fabio zurückgewinnen wollte. Schwierig. Vielleicht will Mr. Manchus es ihr aber auch nur in die Schuhe schieben. Oder er hat eben im Affekt doch dran geglaubt. Weil ich glaube nicht, dass sie... Obwohl, wenn sie so distanziert ist vom Körper, dann denkt sie, okay, ne, sie tötet ihn ja, also sie tötet ihn nicht, sondern sie, weiß nicht, verändert ihn, reinkarnatiert ihn, ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn sie jetzt wirklich so unbedingt wollte, dass er sie wieder mag. Schwierig. Aber wieso dann der Streit? Wieso? Und ich weiß nicht, ob sie ihm mit der Flasche eins überziehen hätte können. Schwierig. Ja, wir machen gleich Gedankenspiele. Ich will nur, das Letzte, was wir machen können, ist noch hier Werner Vogel, ne? The air here is rather refreshing. I'd even Wir haben doch hier nochmal dieses Redezeichen. recommend that some of my friends visit the place. I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Und wir haben noch den in Please let me out.
Okay. Vielleicht ist das einfach nur noch so da. Machen wir mal Gedankenspieler. Ich weiß es noch nicht genau, ich weiß es noch nicht. Oh, auch ihm das Herz. Ja, das ist jetzt sie, ne? Matista ist die Mörderin. Matista fürchtet Fabio aufgrund seiner wachsenden Bekanntheit und ehrgeizigen Ambitionen zu verlieren. In einem allerletzten Versuch, ihn emotional an sich zu binden, führte sie ein Liebesritual durch und tötete ihn dabei. Eine geschundene Seele, das Produkt der Gewalt, die ihr schon ein ganzes Leben lang widerfahren ist. Daher kann sie nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie ist besessen von Fabio und braucht Hilfe, die sie in einer Nervenheilanstalt bekommen sollte. Oder eine okkulte Mörderung. Mit Hilfe von Okkultismus rächte sich Matista an der Welt für ihr schreckliches Leben. Sie ermordete Fabio, da sie besessen von ihm war, und sollte für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Zweifellos verdient sie Tosche, okay. Aber ich glaube das einfach nicht. Was ist jetzt Santo Pinchetti? Buckelte lange für seinen Onkel und hoffte, von ihm zu erben. Irgendwann wurden ihm dessen Erniedrigungen zu viel. Er ermordete Fabio und schob die Tat seinem Onkel in die Schuhe, um nach dessen Hinrichtung das Erbe einzustreichen. Er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Santos Pinchetti musste seinen schrecklichen Onkel loswerden, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Er darf für den Mord nicht ungeschoren davonkommen, sollte nach einer Haftstrafe jedoch die Chance erhalten, ein neues Leben zu beginnen. Oder es war eiskalte Rache. Santo Pinchetti verlor den Verstand. Nach Jahren der Demütigung wollte er mit dem Mord an Fabio seinen Onkel loswerden. Elend und Verzweiflung rechtfertigen jedoch keinen Mord. Er ist gefährlich und verdient der Geigen. Ich meine, das Ding ist, er kann den Brief trotzdem genommen haben, aus Versehen im Rausch. Das spricht, finde ich, nicht dagegen, ist nicht das Gegenteil, aber wir machen mal das. So, Fabio spielte jahrelang mit Manchos Gefühl, nutzte ihn so aus. Als Mr. Manchos abermals zurückgewiesen wurde, brachte er den jungen darstellenden Künstler um und inszenierte ein Liebesritual, um von seinem Mord abzulenken. Oder aus letzter Hoffnung, ne? Ein Verbrechen aus Leidenschaft, war am Boden zerstört und panisch. Er wollte Fabio nicht töten. Sein improvisiertes Ritual war der verzweifelte Versuch, die Tat zu vertuschen. Der Tod seines Sterns ist schlimm genug. Eine Haftstrafe statt des Galgens reicht aus. Kurt Manches ermordete Fabio kaltblütig und ließ das Verbrechen als Ritual aussehen, um den Verdacht auf Matista zu lenken. Zudem steckte er Mr. Vogel den Brief zu, um von sich abzulenken. Für sein berechnendes Vorgehen verdient er den Galgen. Das Ding ist, egal wer das jetzt irgendwie war und was das Motiv ist, ich finde, dass niemand den Galgen oder was auch immer verdient. Also keiner sollte hingerichtet werden. Die Todesstrafe ist aus einem guten Grund abgeschafft worden. Deswegen, selbst wenn der Typ super der Widerling ist, ein kaltblütiger Widerling, würde ich trotzdem würde ich eher sagen, dass es halt reicht für eine Haftstrafe. Ich hoffe natürlich, dass die aber dann hier jetzt auch lang genug ist. Das ist die Sache. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht nur 2 Jahre ins Gefängnis und das war's. Sondern ein bisschen länger. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt damals hier zu den Zeiten war. Und das Ding ist auch, dass das auch dem anderen zugutekommt. Also Matista war es auf keinen Fall.
und seinem, was war das jetzt, sein Neffe, ne? Weil er ist ja der Onkel. Dem kommt es ja auch zugute, weil er dann endlich mal vielleicht ein bisschen besseren Umständen leben kann. Also ich denke mal, er kann ja auf jeden Fall in dem Haus dann leben, weil es steht ja sonst dann leer oder so. Ja, ich glaube aber, also der könnte es auch sein. Da bin ich wirklich, also Matista glaube ich zu 0%, dass sie es war. Und jetzt bin ich so ein bisschen, sagen wir mal so 60-40 hin und her gerissen, aber ich glaube, dass er das aus Leidenschaft war. Ich glaube, er war das aus Leidenschaft. Deswegen nehmen wir das mal. Und ich finde es gemein, dass wir nicht irgendwie die Bestätigung bekommen, ob wir richtig oder falsch liegen. Sondern dass es einfach unsere Entscheidung ist, fertig. Oh mein Gott, das finde ich echt gemein. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him, with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. We can very often deduce someone's life by their shoes, or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. Aber Blut! You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do.